Hallo, heute nach langer Zeit wieder mal ein Vlog für euch. Es gibt auch Untertitel. Oben oder unten könnt ihr die Untertitel einschalten, je nachdem, ob du auf einem Handy oder auf einem Desktop-PC dieses Video ansiehst. In diesem Vlog gibt es viele verschiedene Themen, die ich bearbeite, über die ich spreche, und ich hoffe, das Video ist interessant und ihr könnt viel Deutsch lernen. Los geht's mit dem Video. Servus, hallo. Heute gibt es wieder einen Vlog. Was man zu chinesischen Neujahr so anzündet, ja, das ist das hier, das sind diese Böller in Form eines Panzers, ja, oder du hast noch hier in Form einer Handgranate, unglaublich, ja, alles schon verschossen. Du kannst es mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was für Bräuche, was für Neujahrsbräuche habt ihr oder hast du in deinem Land? Ja, das ist auch etwas, was man in Taiwan immer sieht. Die Bananenstauden und es fliegt ein Flugzeug rüber. Yay! Also wie gesagt, hier in der Nähe ist auch der Flughafen, der in der Stadt ist, und Bananenstauden, das ist etwas sehr Taiwanisches. Da sieht man eben, wie das ausschaut. Eigentlich sehr interessant, weil wie gesagt, in Österreich haben wir das natürlich nicht. In Österreich müssen wir das alles importieren lassen. Das können wir in Österreich aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht selber anpflanzen. Sehr faszinierend. Ja, eigentlich gute Frage. Wie warm muss es eigentlich sein, damit man Bananen anbauen kann? Du kannst mir auch gerne sagen, bitte. Sehr, sehr interessant. In meinem Fall, ob in deinem Land Bananen angebaut werden. Bitte schreib es in die Kommentare. Und ich sehe noch am Boden, eigentlich sehr schade, so eine Art Vase oder irgendeine Art Behälter, wobei ich nicht genau sagen kann, wofür das verwendet wurde. Aber es ist ein bisschen schade, dass das so herumliegt. Du siehst hier, das liegt hier irgendwie in der Wiese herum, da so bei einem Park irgendwie. Da hinten ist ein Tempel, ja, das ist ein Tempel. Aber irgendwie interessant, was da drauf ist zum Beispiel. Das sind, glaube ich, so Blumen, Pflanzen und so weiter. Das ist eindeutig aus Keramik. So, und ich trinke jetzt mal meinen Kaffee. Du kannst mir auch gerne schreiben, welchen Kaffee du denn gerne trinkst. Trinkst du zum Beispiel am Morgen einen bestimmten Kaffee lieber und dann später einen anderen Kaffee? Was sind deine Kaffeetrinkgewohnheiten? Als nächstes habe ich da ein paar Blumen. Wie nennt man diese Bestandteile eigentlich auf Deutsch? Okay, auf Deutsch sind wir das da die Blätter. Okay, das sind die Blätter. So, das hier ist der Stängel. Das ist der Stängel. Und die Blätter wachsen aus dem Stängel raus. Und dann hast du eben hier diese Blumen. Und welche Farbe haben sie? Ja, auf Deutsch nennt man diese Farbe rosa. Ja, rosafarben, rosa. Das sind die Blütenblätter oder die Blütenblätter, je nachdem. Und hier ist dann dieser eine Stiel, wo ich jetzt nochmal nachschauen muss, wie man das auf Deutsch sagt, weil ich das Wort schon lange nicht mehr verwendet habe. Und hier habe ich eine Abbildung gefunden. Ich muss ehrlich sagen, dass diese Wörter eher Fachbegriffe sind, also normalerweise benennen wir das nicht so exakt, nicht so genau. Dieser Teil ist ungefähr dort, wo die Pollen sind, die Samen der Blumen. Auf jeden Fall, das sind so die Grundbestandteile der Pflanze. Natürlich hast du unten noch einmal den Stamm und unten dann unter der Erde hast du die Wurzeln der Pflanze. Und schon wieder ein Flugzeug. Alle paar Minuten eines. Das ist ein sehr cooler Baum. Ich finde, das sieht sehr interessant aus. Mit dem Stamm und dann mit den Ästen, die in alle Richtungen gehen. Schaut sehr cool aus. Gefällt mir. Ach ja, hast du gewusst? Auf Deutsch, wenn wir auf Facebook einen Like drücken, dann steht dort gefällt mir. Hast du das mal gesehen? Die deutsche Version von I like it oder sowas, ja, liken ist eigentlich gefällt mir. Lustiges Detail, das ich hier ergänzen möchte. Und da habe ich jetzt eine Pagode gesehen, die nicht offen für die Öffentlichkeit ist. Also da sieht man, die Pflanzen wachsen überall. Das Lustige ist, das hier heißt auf Chinesisch Mondreise, wenn ich das jetzt richtig lese. Also ganz oben, das hier heißt Mond und das hier heißt Reise. Lustig, also diese Pagode hat den Titel oder den Namen Mondreise. Houston, können Sie mich hören? Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich das Zeichen falsch gelesen habe. Es heißt wahrscheinlich Einladung an den Mond oder sowas, denn das Zeichen ist nicht das Zeichen für Reise, sondern für Einladung. Also so sieht das Zeichen für Reisen aus und so sieht das Zeichen für Einladung oder Einladen aus. Chinesisch ist schwierig.
Okay, und hier habe ich jetzt viele chinesische Dächer, typisch traditionelle chinesische Dächer. Auf der anderen Seite hast du auch noch ein paar von solchen Häusern in diesem architektonischen Stil. Also auch, dass diese Dächer hier bei den Spitzen dann so nach oben gehen. Das ist, glaube ich, etwas sehr typisches Ostasiatisches, wenn ich da richtig liege. Da fällt mir auch gleich eine tolle Frage ein, und zwar in deinem Heimatland. Welcher architektonische Stil oder welche Art von Häusern sind denn typisch? Oder gibt es irgendwie ja, so einen traditionellen architektonischen Stil, der für dein Land repräsentativ ist oder so? Du kannst es sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ach ja, und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann heiße ich dich sehr gerne bei Patreon willkommen. Dort kannst du mich gerne unterstützen und ich hoffe natürlich, dass alle meine Materialien auf diesem Kanal für dich sehr nützlich sind. Also hier auch, die Dächer hier sind sehr, sehr schön. Es ist irgendwie auf der einen Seite, wenn es verwachsen ist, sehr interessant anzuschauen. Es schaut einfach sehr stimmig aus, sehr stimmungsvoll. Auf der anderen Seite ist es schade, dass es eben ein bisschen, naja, verfallen ist, vielleicht kann man auch sagen. Und das nächste Flugzeug kommt schon. Ach ja, wie ist es eigentlich? Gehst du gerne spazieren? Bist du ein leidenschaftlicher Spaziergänger oder eine leidenschaftliche Spaziergängerin? Ich in meinem Fall gehe eigentlich sehr gerne spazieren. Das ist für mich eine Art Entspannung, eine Art Gewohnheit für mich, wenn ich mich entspannen möchte, wenn ich gerade etwas Anstrengendes gemacht habe oder wenn ich gerade viel gesessen bin, dann gehe ich spazieren. Oder wenn nach einem langen Tag ich irgendwie müde bin, dann das Erste, was ich mache, ich versuche so schnell wie möglich rauszugehen und einen kleinen Spaziergang zu machen. Wenn nicht, warum gehst du nicht gerne spazieren? Das würde mich auch interessieren. Bitte schreib es in die Kommentare und über dein Deutsch oder du kannst natürlich auch gerne in deiner Muttersprache schreiben. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Wir haben da verschiedene Speerspitzen. Das sind aber nur so rituelle Speere für gewisse, naja, sagen wir mal, schamanistische Rituale, die unterschiedliche Funktionen haben, die Unheil abwenden sollen und so weiter, die eine gewisse rituelle Funktion haben. Finde ich unglaublich interessant. Also wofür die alle stehen. Sehr toll. Und hier hast du dann eben noch so, vielleicht war das ein Brunnen oder einfach ein Stein. Ich glaube, das war kein Brunnen. Also hier sieht man nur das, wie diese Speerspitzen, diese unterschiedlichen Speerspitzen hier aufgezeichnet wurden. Sehr cool. Ja, jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir da dieses Tor, sagen wir, ein großes Tor und eine Art Stadtmauer. Eigentlich keine Stadtmauer, sondern ich muss mal korrigieren, das ist eigentlich eine Festung oder eine Befestigungsanlage, eine historische Festung auf einem Hügel oben. Und über dem Tor steht auch etwas. Schauen wir uns das mal genauer an. So, über dem Tor steht Dongmen, das heißt Osttor. Und man muss das nämlich auch von rechts nach links lesen. Also dieses Zeichen heißt Ost und dieses Zeichen heißt Tor. Dongmen. Weiter geht's. Was kommt dahinter? Ich hoffe, dir gefällt das Video. Bitte teile es auch mit anderen Deutschlernern. Übrigens, hier hast du dann Nanmen, das heißt Südtor stehen. Wieder auch von rechts nach links. Südtor. Und jetzt haben wir da eine schöne Aussicht auf der rechten Seite. Ich höre wieder ein Flugzeug. Also du weißt schon, ich glaube, du weißt es wirklich schon. Alle paar Minuten kommt ein Flugzeug vorbei. Da sehen wir es auch sogar. Da ist das Flugzeug. Das können wir alles sehen. Also da fährt mal die U-Bahn. Und da fährt schon die U-Bahn. Da haben wir sie. Die fährt jetzt stadteinwärts. Auf Deutsch sagen wir stadteinwärts. Statt auswärts. Sondern eher so eine Befestigungsanlage, ja, die auf diesem Hügel gebaut wurde. Eigentlich eher wie eine Festung, eine Befestigungsanlage. Diesen Holzzaun, ja, das nennt man auf Deutsch Zaun. Und du hast da drüben, wenn man da genau schaut, dann hat man auf der Seite auch einen Zaun und man hat auch auf der Seite einen Zaun. Das heißt, man kann letztendlich nicht ganz raufgehen. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber sie werden schon irgendeinen Grund gehabt haben, warum sie das verboten haben. Und da hinten sind auch schon die Berge, wo man sehr gut wandern kann. Das mag ich an Taipei besonders, dass man eigentlich relativ schnell in den Bergen ist, dass man relativ schnell in den Bergen wandern kann und das ist ein toller Kontrast zu der Stadt, zu dieser sehr dicht gebauten Stadt.
Und da unten haben wir riesengroße Blätter. Vielleicht hast du das Wort von vorher dir noch gemerkt. Große Blätter. Also das ist eine Pflanzenart. Wenn man die Hand da drauf legt, ja, die Hand ist dann ganz klein. Also hier gebe ich dir ein Beispiel, dass man ein eher kleineres Blatt, ja. Und meine Hand ist circa so groß. Also das siehst schon, es ist eigentlich relativ groß. Die da hinten sind noch viel größer. Und dieses Wohnhaus sieht auch wirklich beeindruckend aus. Das ist eigentlich so rund gebaut, ja. Also hier sieht man, dass es eine Rundung hat, dieses Gebäude. Und dann geht es da weiter. Wie findest du das Video? Bitte schreibe in die Kommentare. Und auch die Farbe der Fassade ändert sich. Das sind viele kleine Ziegel bzw. Kacheln, wenn ich richtig liege, die hier auf der Fassade sind, was wirklich sehr stylisch aussieht. Stylisch ist ja eigentlich ein Anglizismus, wird aber im Deutschen immer öfter benutzt. Und wenn du etwas wie auf Englisch stylisch findest, kannst du das Wort auch auf Deutsch benutzen. So viel dazu. Aber ich ergänze noch einmal. Auf Deutsch kannst du, das ist sehr schick, sagen. Das T-Shirt ist sehr schick oder dieses Haus ist sehr stilvoll, modisch. Diese Schuhe sind sehr modisch. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Na gut, und jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Hügel. Da ist die U-Bahn-Station. Das ist wirklich die U-Bahn-Station, ja. Und da kommt auch gerade eine U-Bahn. Ich höre sie gerade reinkommen. Und hier ist dann auf dieser Seite die Aussicht mit dem berühmten Taipei 101. Der ist da im Hintergrund, hier kannst du ihn sehen. Das ist der Taipei 101 Turm. Der ist ungefähr 500 Meter hoch und er war für einige Jahre lang das höchste Gebäude der Welt. Und auf dem Taipei 101 gibt es natürlich eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt. Vor einiger Zeit war ich auch oben, mehrere Male eigentlich insgesamt, und habe auch ein paar Aufnahmen gemacht. Ich werde versuchen, diese Aufnahmen auf meinem Computer, auf einer Festplatte irgendwo wieder zu finden und in dieses Video hier auch hineinzugeben. Und man hat das nicht jeden Tag, dass man von einer Höhe von 500 Meter auf eine Stadt hinabschauen kann und unten die Autos fahren. Und das ist einfach ein sehr faszinierender Blickwinkel, aus dem man die Menschheit so beobachten kann. Denn man hat, wenn man von so weit oben die Stadt ansieht, auch wirklich das Gefühl, dass alles miteinander verbunden ist. Zwar sind auf der einen Seite irgendwo Menschen, dann auf der einen Seite von der Stadt wieder Menschen, überall verteilt, du siehst Autos, Häuser und so weiter. Also sie sind irgendwie räumlich voneinander getrennt, aber irgendwie hat man das Gefühl, es ist alles irgendwie ein Netz an Häusern, an Menschen, an Autos, an Straßen, was für mich irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Da habe ich noch was Lustiges gefunden, eine Sonnenuhr. Eine Sonnenuhr. Da haben wir die Nadel und irgendwie sollte das jetzt funktionieren, dass man dann, wenn die Sonne wirklich scheint, weil heute, wie du siehst, ist es bewölkt, dass man dann die Uhrzeit, die Tageszeit lesen kann. Ah, da haben wir auch etwas. Da haben wir so Skulpturen, wobei ich nicht weiß, was diese Skulpturen bedeuten sollen. Das kann ich nicht wirklich klar erkennen. Und was ist das hier? Oder ist das irgendwie ein Gerät zum Fitnessmachen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Habe ich so noch nie gesehen. In vielen asiatischen Ländern und auch in der chinesischen Mythologie hat die Schildkröte eine besondere Bedeutung. Die Schildkröte steht besonders für Langlebigkeit, Stärke und Ausdauer. Und es gibt auch verschiedene mythische Geschichten über die Schildkröte als Trägerin der Welt, also dass zum Beispiel die Schildkröte das Universum symbolisiert. Der flache Körper ist die Erde, der Panzer ist dann der Himmel, der so gerundet und gewölbt ist. Und das ist quasi das Symbol für das Universum. Ja, und das war mal der Vlog für heute. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Video. Also ich sage dann bis zum nächsten Mal, einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Deutschlernen.